Wenn ihr wissen wollt, was unser Piratentipp für das Spiel des Jahres 2021 ist, dann bleibt dran. Wir stellen euch heute die 3 Kandidaten für das Spiel des Jahres 2021 vor, das am 19. Juli gekürt wird, und natürlich auch unseren ganz persönlichen Favoriten. Wir haben unsere Bewertung in 2 Teile aufgeteilt und haben versucht, uns ein bisschen danach zu richten, was auch die Jury des Spiel des Jahres für Kriterien verwendet. Und ein Kriterium, das dabei wichtig ist, ist die Spielidee, die Originalität, aber auch das Spielprinzip und wie das funktioniert. Und das Zweite? Ja, und das Zweite ist das Layout und das Design. Das heißt, wie ist das Produkt aufgebaut, wie ist die Qualität vom Material, vom Karton, vom Layout und wie ist allgemein die Funktionalität und Verarbeitung. Beginnen wir mit dem Underdog Zombie Teens Evolution. Mit dem Spiel hätte wirklich niemand auf der Liste gerechnet. Es ist ein kooperatives Legacy-Spiel für Kinder. Und es geht darum, dass die Zombies die Stadt der Kids übernommen haben und die Kids müssen jetzt 4 Zutaten für ein Heilmittel finden, das die Zombies wieder zurück in normale Menschen verwandelt. Man spielt es in Kapiteln. In jedem Kapitel muss man es schaffen, die Zombies zu vernichten. Dann kann man einen Umschlag öffnen, bekommt ein paar coole Dinge und steigt auf ins nächste Level. Es ist innovativ, keine Frage, da es so ein Spiel für Kinder noch nicht gibt. Es gibt aber einige ähnliche Spiele für Erwachsene. Insofern würde ich sagen, Originalität, ja, ist da, aber nicht so groß wie vielleicht bei anderen Spielen. Und die Spielidee funktioniert, wird aber mit der Dauer auch ein bisschen repetitiv. Micro Macro Crime City von Johannes Sich ist ein Krimi-Wimmelbildspiel. In dem Spiel ist ein riesengroßer Plan aufgezeichnet, bei dem man versucht, kleine Figuren zurückzuverfolgen und eben Kriminalfälle oder Verbrechen aufzuklären. Das Spiel besteht aus 16 Missionen und ist so von der Art her schon echt top, hat eine super Originalität und macht auch total Spaß zu spielen. Es ist ab 10 Jahren geeignet. Und eine Mission dauert laut Spielverpackung so zwischen 15 und 45 Minuten. Wir haben eigentlich, glaube ich, schon so eher 3/4 des Spiels in ungefähr 1,5, 2 Stunden gespielt. Von daher, wenn man das so ein bisschen durch hat, geht natürlich so ein bisschen der Wiederspielwelt verloren. Aber an und für sich ist es total innovativ und daher hat es, denke ich, sicherlich auch mit diesem Preis verdient. Die Abenteuer des Robin Hood ist ein Abenteuerspiel, wie der Titel schon sagt, von Kosmos, in dem man die Geschichten des Robin Hood kooperativ nachspielt. Es erinnert ein bisschen an die Legenden von Andor. Man hat mehrere Kapitel, in denen man unterschiedliche Zielvorgaben hat, die man eben gemeinsam erreichen muss. Was an diesem Spiel innovativ ist, ist, dass man auf dem Spielplan keine Plättchen hinlegt, die man dann während des Spiels erkundet, sondern dass im Spielplan Plättchen integriert sind, die man quasi aus dem Spielplan rausdrücken und umdrehen muss, wenn man sie erkunden möchte. Das ist ganz cool gelöst. Und auch der Bewegungsmechanismus der Spielfiguren ist innovativ. Man bewegt sich nämlich nicht von Feld zu Feld, sondern reiht die Figuren aneinander und soweit die letzte Figur reicht, darf man sich bewegen. Es hat also einige innovative Elemente, erinnert allerdings, wie schon gesagt, stark an die Legenden von Andor, ist also nicht 100% originell. Ist aber ein rundum gut gemachtes Spiel mit einer Mechanik, die super funktioniert. Also unser Fazit, was diese 3 Spiele betrifft, in der Kategorie Spielidee. Alle 3 haben was für sich, alle 3 sind originell. Robin Hood hat auch ein super Spielprinzip, was ich finde von allen 3 Spielen am besten funktioniert, also auch langfristig Spaß macht. Zombie Teens ist ein super Spiel, um Kids in den Bereich auch Legacy-Spiele reinzubringen. Und Micro Macro ist einfach ein Spielprinzip, was es so noch gar nicht gab. Also alle 3 haben was für sich. Was ist unser Favorit? Also ich glaube, das Spielprinzip von Micro Macro ist schon einmalig und es ist auch für eine super breite Masse geeignet. Von daher würde ich mich jetzt mal so für
Mikro Makro entscheiden, was die beste Spielidee hat. Zombie Teens Evolution punktet auf jeden Fall durch sein hochwertiges Spielmaterial. Also das Spielfeld und auch die ganzen Komponenten sind wirklich sehr modern auch designt. Ist auch ganz lustig. Es gibt hier so Donuts oder Ketchup oder Popcorn, was man da als Medizin suchen muss. Und auch der Inklusionsaspekt, zum Beispiel hier mit dem coolen Kerl hier mit Laptop im Rollstuhl. Das ist einfach sehr modern gehalten. Das finden wir sehr cool. Und ich glaube, deswegen hat es das Spiel auch mit dem kleinen Verlag hier, Scorpion Masqué, verdient, mal im Rampenlicht zu stehen. Ja, Layout und Design bei Mikro Makro. Wie man schon sieht, Mikro Makro ist ein sehr schlicht gehaltenes Spiel, auch komplett in Schwarz-Weiß. Das hat auch Vorteile, weil vielleicht wird man sogar die Fälle noch schwerer aufdecken und die gesuchten Figuren noch schwerer finden, wenn das tatsächlich in Farbe wäre. Aber es ist dennoch sehr simpel gehalten. Vielleicht hätte noch ein bisschen mehr drin sein können. Auch der Spielplan ist aus ganz normalem Papier. Das heißt, wenn man da einmal was draufpatzt, ich glaube, bei uns ist einmal so ein Insekt draufgeflogen, wo wir dann aus Versehen draufgehaut haben, hat man schon einen Fleck. Das ist sehr schade. Das kann auch leicht reißen. Und die Lupe, die mitgelieferte, mit der man Details sehen können sollte, funktioniert leider gar nicht. Also das ist nur ein nettes Gadget, aber ansonsten nichts. Insofern gibt Verbesserungspotenzial, was hier vor allem die Umsetzung betrifft. Die Grafik ist gut, finde ich schön, aber an der Umsetzung am Material, da könnte noch was gemacht werden. Ja, das Design von Die Abenteuer des Robin Hood ist natürlich Kosmos-typisch top. Ja, die Illustrationen sehen wirklich toll aus, wirklich gelungen. Die Figuren sind alle aus Holz, also das macht wirklich Spaß, damit auch zu spielen. Ist eine gute Haptik, hat auch schöne Formen. Von daher ist das auf jeden Fall gelungen. Auch das Buch ist ganz toll. Ein super Buch dazu, das ist auch echt schön dick, hat eine tolle Qualität, lässt sich auch schön drin lesen, hat auch ein paar Hilfseinbände, die man sich dann auch verankern kann, damit man später schnell zu den Seiten zurückkommt. Einziges Manko ist, das hatte Alex vorhin schon gesagt, im Spielfeld sind Plättchen eingelassen, die man immer wieder umdreht und mit der Zeit ja, leiern die einfach aus, werden an den Seiten aufgesprungen. Das sieht dann wirklich nach einiger Zeit nicht mehr schön aus. Wir haben von ein paar von euch gehört, die das auch bei Kosmos moniert haben und dann auch Ersatzspielpläne geschickt haben. Das finden wir wiederum cool. Hoffen wir, dass das auch eine lange Zeit so bleibt und wir mit unserem Spiel noch viel Spaß haben. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Die Regel ist sehr gut erklärt, weil man kann wirklich einfach losstarten. Man braucht quasi kaum Regelwerk lesen, weil alles wird im Buch auch erklärt. Und ja, alles im Allen ist es ein gut gelungenes Spiel. Tja, unser Favorit aus dem Bereich Layout und Design. Ihr habt es vielleicht vorher rausgehört. Mikro Makro ist es jetzt nicht. Ja, von den anderen beiden Spielen, hast du da einen Favorit? Ja, also ich finde Robin Hood ist natürlich ein super schönes Spiel. Es macht mir auch sehr Spaß, weil es auch wirklich eine lange Geschichte ist. Muss auch sagen, Zombie Teens hat natürlich an sich schon ein schönes Design. Mir persönlich gefällt natürlich das Thema von Robin Hood insgesamt ein bisschen besser. Deswegen würde ich das persönlich vorziehen. Aber auch durch die genannten Mankos, ich glaube, die stehen beide so relativ auf einer Höhe. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Favoriten kommen, natürlich noch ein kleiner Hinweis. Abonniert uns! Nee. Abonniert uns! Abonniert uns! Ja, gebt uns gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen. Hallo, das machen wir doch so nicht. Ich dachte, das war witzig. Hallo, das war Okay, nochmal. Bevor wir jetzt zu unserem Favoriten kommen für das Spiel des Jahres 2021, noch der kleine Hinweis, wenn euch unsere Videos gefallen, dann gebt uns einen Like-Button und abonniert uns, dann könnt ihr auch natürlich das nächste Mal sofort sehen, wenn bei uns ein neues Video rauskommt. Und freuen wir uns und jetzt wollen wir natürlich euch unsere Favoriten vorstellen. Es sind ja nur 3, also Alex,
Was nehmen wir? Ja. Also, unser Favorit für Spiel des Jahres: Zombie Teens. Ist es nicht. Ist wirklich ein sehr cooles Spiel für Kids, aber am Ende ist es doch ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel des Jahres wird nochmal separat vergeben. Also wurde dieses Jahr schon vergeben, Dragomino, glaube ich. Ja, deswegen glauben wir nicht, dass nochmal ein Kinderspiel gewinnt. Insofern ist das für uns raus. Ja, bleiben noch 2 übrig. Mikro, Makro, Robin Hood. 2 super Spiele, schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Was sagst du? Also ich glaube, für die Masse der Spieler und fürs schnelle Spiel, fürs schnelle Reinkommen und für jedermann, denke ich, wird Mikro, Makro den Preis abräumen und Robin Hood. Aber Robin Hood ist so gut. Ja, ich weiß, also also ich mag es auch. Also ich bin persönlich mehr Fan fast von Robin Hood, weil ich liebe diese Story. Ich finde es total cool, mit den Figuren durch den Wald zu gehen. Ich glaube aber von der Intensität her, von der Spiellänge, kann ich mir vorstellen, dass ein Spiel des Jahres durchaus doch mal, so wie es auch letztes Jahr war mit The Crew, wobei das ja Kennerspiel war, dass einfach auch ein Spiel genommen wird, was eben schnell spielbar ist. Und da ist auf jeden Fall, hat Mikro Makro ein kleines bisschen die Nase vorne. Ja. Ja, es ist zwar erst für Kinder ab 10 Jahren, also nicht für die ganze Familie vielleicht, aber Robin Hood auch. Und ja, wir machen es kurz. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Mikro Makro wird das Rennen machen. Wir gönnen es dem Spiel. Wir sind gespannt. Wir werden es sehen. Bleibt dran, wir werden euch informieren auf unserem Instagram-Account. Schaut da mal vorbei am 19. Juli, also schaut vorbei. Und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.